Salvete, liebe Zuschauer des PLW Review Kanals. Ich bin der Robin und ich zeige euch heute den Legionär der Dakar-Feldzüge 101 nach Christus. Wer hier eben in seiner Marschausrüstung ist, später werden wir auch noch auf die Kampfausrüstung eingehen. Der Legionär ist hier besonders gut ausgerüstet, gehört wahrscheinlich zur ersten Kohorte und hat schon ein paar seiner Dienstjahre hinter sich. Er ist gerade auf dem Weg ins Winterlager, dementsprechend trägt er sein ganzes Marschgepäck bei sich. Eine Feldflasche, ein Kochgeschirr, seine Getreidevorräte, eine Kasserolle, dann ein Lederbeutel, wo er seine persönlichen Gegenstände oder andere Reparaturgegenstände zur Ausrüstung bei sich trägt, dann seine vermutlich Ersatztunika, vielleicht noch einen weiteren Mantel oder andere Gegenstände in einem großen Leinenbeutel. Das Marschgepäck ist hier eben an einem Tragekreuz befestigt, wird eben so über die Schulter geworfen, kann eben auch im Fall eines Überfalls so auch wieder schneller als ein Rucksack abgelegt, zur Seite gestellt werden und ist dadurch eben sehr flexibel. Tragekomfort, technisch ist es auf jeden Fall praktischer, beide Sachen ab und zu mal im Wechsel auf die linke bzw. dann mal auf die rechte Seite legen zu können, für die Belastung quasi etwas zu verteilen. Ja, weil das ja doch ziemlich sehr auf den Nacken drückt auch. Ja. Dann haben wir eben das Schild, was hier mit einem Lederüberzug geschützt wird beim Marsch und rucksackartig, wie man hier auf der Vorderseite erkennt, auf dem Rücken getragen wird. So kann auch das Marschgepäck sowie das Pilum gemütlich auf dem Schild abgelegt werden während dem Marsch. Sein Helm trägt er während dem Marsch auf dem Bauch mit einer Schnürung um den Hals. Genau, und die Rüstung wird während dem Marsch auch am Körper darunter getragen. Genau, Schuhe trägt der Legionär. Nicht mehr die ganz klassischen Caligae, sondern eben die geschlossenen. Man hat eben aus den Provinzen von den eroberten Völkern gelernt, um eben sich den klimatischen Bedingungen anzupassen. Eben geschlossene Schuhe, das wir auch sehen, ist eben eine leinene Hose, Wadenwickel aus Wolle, um diese eben zu schützen, und langärmige Tunika. Also jetzt kommen wir zur Kampfausrüstung. Da fange ich am besten direkt mal mit dem charakteristischsten an, nämlich mit dem Gladius und dem Schwert des Legionärs. Denn womit die römische Armee mehr oder weniger einzigartig in der Antike ist, ist, dass sie das Schwert als Primärwaffe benutzen. Der Speer, das Pilum, ist quasi nur eine Sekundärwaffe, die rein als Wurfwaffe genutzt wird. Und das Schwert definiert eben die Kampftaktik. Und wir hier sehen, haben wir einen Gladius vom Typ Pompeii mit einer geraden Klinge. Ein weiterer Typus, der zu der Zeit vielleicht auch getragen wurde, war eben Gladius vom Typ Mainz hier in der Ausführung Fulham. Mit eben dieser leicht geschwungenen Klinge. Genau. Was da eben zu sagen ist, dass in den Dakar-Feldzügen auf die besondere Kampftaktik der Daker insofern reagiert wurde, dass eine Manica, das ist eigentlich ein Schutz, der von der Gladiatorenausrüstung entstammt, genommen wurde, auch in der Schienenpanzertechnik, der eben den Kampfarm geschützt hat vor den Falks, den Krummwaffen der Daker, die eben in großen Schwungbewegungen im Kampf den Schwertarm öfters abgeschlagen haben, und um den eben so zu schützen, wurde eben diese Manica dann entwickelt. Dann haben wir als zweites natürlich das Pilum, Wurfwaffe des Legionärs, die vermutlich keine persönliche Waffe war, sondern eben in der gesamten Legion halt eben viele Pilen einzeln ausgegeben wurden. Vermutlich dann in den vordersten Reihen, wo die eben auch dazu kamen, halt diese Wurfspeere zu werfen auf die Frontlinie, vielleicht mehrere getragen haben. Da haben wir hier eben ein ganz Standard-Pilum, wie man es hier sieht. Es gibt auch noch die Darstellung mit der Kugel. Die ist eben auch nur von Statuen allerdings abgeleitet. Deswegen wissen wir nicht, ob die eben vielleicht für höhere Durchschlagskraft eben noch mit dieser Eisenkugel versehen wurde. Das typische Rechteckskutum
was man natürlich viel in Hollywood und so sieht. Dazu müssen wir jedoch sagen, dass es eigentlich erst wirklich um diese Zeit, also Ende des 1. Jahrhunderts, Anfang des 2. Jahrhunderts, so zum Einsatz kam. Vorher hat man eher das ovale Scutum gehabt, hier eben in dieser rechteckigen Darstellung, wie wir es auch auf der Trajanssäule sehen. Dann trägt der Legionär hier eben die Lorica segmentata vom Typ Fulham. Haben wir eben einen Fund aus England, der uns quasi genau in allen Einzelteilen sagen lässt, wie diese Rüstung ausgesehen hat. Eben halt dieser Schienenpanzer, ein relativ revolutionäres Konstrukt für die Antike, da eben dieser quasi ohne außerrömische Inspiration einfach im 1. Jahrhundert in der Schlacht von Kalkriese das erste Mal auftaucht und eben hier eine Schutzwirkung erzeugt im Vergleich zum Kettenhemd, die eben ein vollkommen steifer Panzer, der eben vollkommen sicher ist. Dann haben wir hier den Helm vom Typ Weisenau mit der Krempe, die hier eben nach unten zeigt, die eben vor Stichen über den Kopf in den Nackenbereich schützt. Die Wangenklappen, die zusätzlich das Gesicht schützen und eben auch oben auf dem Kopf auch eine Neuerung der Darker-Feldzüge, diese Kreuzverstärkung, da wir eben hier diesen Bügel haben, der schon länger bei den römischen Helmen vorhanden ist, der eben vor Schlägen von vorne zusätzliche Verstärkung ist und schützt und eben halt gegen die Darker-Waffen, die dann noch von oben eine hohe Hiebwirkung hatten, einen zusätzlichen Schutz erzeugt. Als nächstes haben wir das Cingulum, das ist der den römischen Soldaten auszeichnende metallbeschlagene Gürtel, der hier eben den Soldaten auch, wenn er zivil unterwegs ist, so ähnlich dann eben vom normalen Zivilisten abhebt. Er trägt hier als Seitenwaffe einen Pugio. Es ist eine reine Waffe zur Zierde, quasi, die halt wie ein Zeremonialdolch oder so getragen wird. Es ist schon definitiv auch als Waffe ausgelegt, da es eben halt auch einfache, simplere Ausführungen davon gibt, die jetzt nicht so hoch dekoriert sind. Also kann man halt schon davon ausgehen, dass das vielleicht wirklich halt eine letzte Notfallswaffe in gewissen Situationen gewesen ist. Und zusätzlich als Polsterung unter seiner Segmentata ein Terriges-Gewand aus Leder. Mit diesen Terriges eben eine Anlehnung an die griechischen Rüstungen und eigentlich eher Offizieren vorbehalten. Aber weil wir hier eben die wahrscheinlich erste Kohorte der Legion haben, reichere Legionäre mit schon viel Dienstzeit, die sich schon einen Namen in der Legion gemacht haben. Dann eben eine wollene Tunika darunter. Und dann zu guter Letzt noch der dritte Punkt der zusätzlichen Panzerung gegen die Darker, eben diese Beinschienen, die eben, wenn der Legionär in seiner Kampfhaltung steht, sind eben auch die Schienbeine noch frei und eben da noch gegen Verletzungen zu schützen, sind eben diese Beinschienen hier eingeführt worden. Dann sehen wir jetzt, wie der römische Legionär in seiner Formation gewirkt hätte. Er hat zuerst das Pilum geworfen, um die feindliche Formation aufzureiben und dann in einer engen Formation Seite an Seite mit den anderen Legionären vormarschiert, den Gladius gezückt. Die Scuti bilden dabei einen geschlossenen Wall, der eng und diszipliniert auf den Feind zumarschiert und ihm so seine Stabilität nimmt. Und das war jetzt im schnellen Galopp ein Ritt durch die komplette römische Ausrüstung. Wir könnten jetzt natürlich noch viel mehr Details erzählen, aber da würde ich einfach mal gerne auf eure Rückmeldung warten. Wie hat euch das Video gefallen? Wie hat euch der römische Legionär als Themenschwerpunkt so gefallen? Würdet ihr da gerne mehr dazu hören? Auch zu anderen Themen in der Antike, anderen Soldaten. Genau, wenn euch das interessiert, lasst uns doch ein Like da und erzählt uns in den Kommentaren, was ihr noch gerne wissen müsst oder ob ihr irgendwelche Fragen habt. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen schönen Tag.